Heute zeige ich Ihnen, wie man selbst das zäheste Rindfleisch zart macht. Diese Technik wird von chinesischen Köchen verwendet und liefert immer ausgezeichnete Ergebnisse. Sie müssen kein teures Stück Rindfleisch kaufen. Für diese Technik können Sie auch die zähesten Teile des Rindfleischs nehmen. Zuerst das Fleisch von Sehnen und Silberhaut befreien. Bevor Sie das Fleisch schneiden, schauen Sie genau hin, um die Faserrichtung zu bestimmen. Schneiden Sie das Fleisch gegen die Faser. Zuerst schneiden Sie ein großes Stück in kleinere Stücke, um es handlicher zu machen. Dann schneiden Sie das Rindfleisch in dünne Scheiben gegen die Faser. So verkürzen Sie die langen Muskelfasern und das Fleisch wird zarter. Schneiden Sie das Fleisch etwa 2 bis 3 mm dick. Zu dicke Scheiben sind schwer zu kauen. Zu dünne Scheiben können leicht zerfallen. In diesem Rezept verwende ich etwa 450 Gramm Rindfleisch. Bevor wir das Fleisch marinieren, bereiten wir die Zutaten zum Zartmachen vor. Ein Esslöffel Speisestärke. Speisestärke bildet eine dünne Schicht um das Fleisch, so dass es zart und saftig bleibt. 1,5 Teelöffel Natron. Natron erhöht leicht den pH-Wert auf der Oberfläche des Fleisches. Dadurch gerinnt das Protein beim Braten nicht so schnell. Ein Eiweiß. Außerdem etwa 250 bis 350 Milliliter Wasser. Ich verwende gerne eiskaltes Wasser. Dies ist ebenfalls ein chinesisches Geheimnis, um Rindfleisch elastischer zu machen und die Textur zu lockern. Fahren wir mit dem Marinieren fort. Geben Sie 1,5 Teelöffel Natron zum Fleisch. Geben Sie das eiskalte Wasser portionsweise hinzu. Nachdem Sie eine Portion Wasser hinzugefügt haben, mischen Sie es in das Fleisch. Auf diese Weise fügen Sie etwa 250 bis 350 Milliliter hinzu. Lassen Sie das Fleisch 15 Minuten marinieren. Viele Leute mögen den Geschmack von Natron im Fleisch nicht. Um den Sodageschmack zu entfernen, spülen Sie das Fleisch gut unter fließendem Wasser ab. Lassen Sie das Wasser abtropfen. Und tupfen Sie es mit einem Papiertuch trocken. Eiweiß, schwarzer Pfeffer, ein wenig Zucker und eine Prise Salz, ein Esslöffel Speisestärke, gut mischen. Und weitere 15 Minuten stehen lassen. Diese Mariniermethode ist universell. Dann können Sie beim Braten beliebige Soßen und Gemüse hinzufügen. Ich werde eine der einfachsten Rindfleischvariationen kochen. Lauchzwiebeln. Trennen Sie den weißen und den grünen Teil.
1 Zwiebel. Ingwer. Erhitzen Sie die Pfanne gut mit Öl zum Braten. Braten Sie die Zwiebeln bei hoher Hitze an. Und die weißen Teile der Lauchzwiebeln. Kurz anbraten, damit das Gemüse knusprig bleibt. Geben Sie es auf einen Teller. Etwas Öl zum Braten hinzufügen und die Pfanne gut erhitzen. Das Fleisch in die heiße Pfanne geben und verteilen. Kurz anbraten lassen, nicht sofort umrühren. Wichtiger Tipp: Braten Sie das Fleisch in 2 bis 3 Chargen. Überfüllen Sie die Pfanne nicht, dann gibt das Fleisch nicht so viel Saft ab und brät schneller. 2 bis 3 Knoblauchzehen. Ingwer. Wenn Sie das gesamte Fleisch auf einmal in die Pfanne geben, beeinträchtigt das nicht die Zartheit. Aber es kann viel Saft austreten und es sieht nicht sehr appetitlich aus. 1 und eine halbe Esslöffel Reiswein. Lassen Sie den Wein verdampfen. 2 Esslöffel Sojasauce. 1 Esslöffel dunkle Sojasauce. Austernsauce kann auch verwendet werden. Sie können jede beliebige Sauce verwenden. »50 Milliliter Wasser. Die Sauce andicken. Schwarzer Pfeffer. Fügen Sie die Lauchzwiebeln und Zwiebeln hinzu. Mischen und wir sind fertig. Das Rindfleisch wird weich und zart, ohne Nachgeschmack von Natron. Danke fürs Zuschauen und einen schönen Tag noch.